Ich erinnere mich noch genau an diesen Morgen, weil ich kaum geschlafen hatte. Nicht aus Nervosität, sondern aus Erwartung. Das Probetraining für die Universitätsmannschaft war seit Wochen das Einzige, woran ich denken konnte. Ich hatte mein ganzes Semester danach ausgerichtet. Weniger feiern, weniger Freunde, mehr Training. Jeden Morgen laufen, jeden Abend Krafttraining. Ich wollte nicht gut sein, ich wollte auffallen. Als ich die Sporthalle betrat, war sie bereits halb gefüllt. Bekannte Gesichter, fremde Gesichter. Alle mit demselben Blick, konzentriert, angespannt, leicht überheblich. Ich stellte meine Tasche an die Wand und begann mich aufzuwärmen. Schon beim Dehnen spürte ich es, mein Körper war bereit. Der Trainer stand am Rand des Feldes, groß, ruhige Haltung, verschränkte Arme. Neben ihm der sportliche Leiter der Universität. Und etwas weiter hinten ein junger Typ, der auffällig locker wirkte. Er lachte, während wir anderen still waren. Jemand flüsterte neben mir, das ist der Sohn vom Direktor. Ich tat so, als hätte ich es nicht gehört, aber ich hörte es. Das Probetraining begann ohne große Ansprache, Masedi, kein Motivationsgerede, kein viel Glück, nur ein kurzer Pfiff. Wir starteten mit einfachen Übungen, Pässe, Sprints, Koordination. Schon nach wenigen Minuten merkte ich, dass ich vorne lag. Nicht nur gefühlt, sichtbar. Ich war schneller, reaktionsschneller, präziser. Bei den Zweikämpfen gewann ich fast jeden Ball. Beim Sprint war ich immer unter den Ersten. Ich hörte meinen Namen, mehrmals. Nicht laut, aber ich hörte ihn, der Sohn des Direktors hingegen wirkte verloren. Er kam oft zu spät, verlor den Ball, lachte trotzdem, als wäre das hier nur ein lockeres Spiel. Nach der ersten Pause wechselten wir zu Spielformen. Kleine Teams, hohe Intensität, das war mein Moment. Ich forderte Bälle, ich ging in jeden Zweikampf, ich sprach, laut, klar. Einmal spielte ich einen Pass, der direkt zum Tor führte. Der Trainer sah auf, nicht lange, aber bewusst. In diesem Moment dachte ich, jetzt sehen Sie es. Doch dann passierte etwas Merkwürdiges. Bei einer Szene machte ich einen kleinen Fehler. Kein grober Fehler, ein normaler menschlicher Fehler. Der Trainer pfiff sofort. Er unterbrach das Spiel, sah mich an. Nicht wütend, nicht enttäuscht, kühl. »Konzentrier dich«, sagte er. Kurz danach machte der Sohn des Direktors einen deutlich größeren Fehler. Er verlor den Ball, blieb stehen, lief nicht zurück. Kein Pfiff, kein Kommentar. Ich spürte, wie sich etwas in mir regte. Noch kein Ärger. Eher Irritation. Das Training ging weiter. Ich blieb konstant gut, sehr gut sogar. Am Ende standen wir keuchend auf dem Feld. Schweiß, Stille, Erwartung. Der Trainer rief uns zusammen. Er sagte, die Entscheidung würde bald fallen. Man würde sich melden. Ich sah mich um. Einige wirkten unsicher, andere selbstzufrieden. Der Sohn des Direktors grinste. Auf dem Weg nach draußen kam ein Mitspieler zu mir. Er klopfte mir auf die Schulter. »Du warst klar der Beste«, sagte er. »Wenn Leistung zählt, bist du safe.« Ich nickte. Ich wollte es glauben, doch irgendwo tief in mir meldete sich ein Gedanke, den ich wegdrücken wollte. Was, wenn Leistung heute nicht das Wichtigste war? 2 Tage später kam die Mail. Ich öffnete sie sofort. Mein Herz schlug schnell. Ich überflog die Namen. Einmal, zweimal. Meiner war nicht dabei, dafür ein Name, den ich sofort erkannte. Der Sohn des Direktors. In diesem Moment verstand ich etwas, das mir vorher niemand beigebracht hatte. Nicht in der Schule, nicht im Sport. Manchmal reicht es nicht, der Beste reicht nicht, der Beste zu sein. Und manchmal beginnt eine Geschichte genau dort, wo man offiziell aussortiert wird. Ich merkte es zuerst nicht sofort. Nicht in dem Moment, als das Probetraining endete. Nicht einmal, als der Trainer uns in einer Reihe aufstellen ließ und begann, Namen vorzulesen. Ich hörte meinen Namen nicht. Stattdessen hörte ich einen anderen. Den Namen des Sohnes des Direktors. Er wurde früh genannt. Zu früh. Ein kurzes Nicken des Trainers, ein zufriedenes Lächeln des Jungen, ein paar höfliche Klatscher von den anderen. Ich stand da, den Blick geradeaus, als wäre nichts passiert. Aber innerlich war etwas klar geworden. Nicht vielleicht, nicht eventuell, sondern endgültig. Leistung hatte heute nichts entschieden. Der Trainer beendete die Auswahl mit ein paar allgemeinen Worten über Potenzial, Entwicklung und Geduld. Ich hörte sie alle schon zum 100. Mal. Geduld, Vertrauen, der richtige Zeitpunkt. Ich sah den Sohn des Direktors, wie er seinem Vater auf der Tribüne zuwinkte. Der Direktor klatschte stolz. Der Trainer ging direkt zu ihm. Ein Handschlag, ein kurzes Lachen, kein Blick zu mir. In diesem Moment verstand ich etwas sehr Einfaches. Ich hatte nicht verloren, ich war nie wirklich im Spiel. Auf dem Weg nach draußen kam derselbe ältere Student wieder zu mir. Er sah mich an, als hätte er etwas falsch gemacht. »Du weißt, dass du besser warst«, sagte er leise. Nicht tröstend, feststellend.
Ich nickte. Mehr brauchte es nicht. In dieser Nacht schlief ich kaum. Nicht aus Wut, nicht aus Enttäuschung, sondern wegen dieser unangenehmen Klarheit. Wenn du einmal verstehst, wie ein System wirklich funktioniert, kannst du es nicht mehr ignorieren. Am nächsten Tag begann das Gerede. Der Trainer setzt halt auf Erfahrung. Der Junge hat halt Kontakte. So läuft das eben. Ich hörte zu und schwieg. Aber ich traf eine Entscheidung. Ich würde nicht kämpfen, um akzeptiert zu werden. Ich würde nicht bitten. Ich würde nicht erklären. Ich würde sie zwingen, mich zu brauchen. In den nächsten Monaten veränderte ich alles. Ich trainierte nachts, allein, wenn die Halle leer war. Ich arbeitete zusätzlich im Fitnessraum, baute Kraft auf, aber vor allem Ausdauer. Während andere feierten, analysierte ich Spiele. Nicht aus Leidenschaft, aus Strategie. Ich wusste, wenn ich zurückkomme, darf ich nicht nur besser sein. Ich muss unübersehbar sein. Ein Jahr verging. Der Sohn des Direktors spielte regelmäßig, aber nicht gut. Verletzungen, Unkonstanz, Disziplinprobleme. Der Trainer verteidigte ihn lange. Zu lange. Dann kam der Wendepunkt. Ein wichtiges Spiel. Viele Zuschauer. Externe Scouts. Der Sohn des Direktors verletzte sich in der ersten Halbzeit. Plötzlich fehlte jemand. Ich saß auf der Bank. Der Trainer zögerte. Sah mich an. Sah weg. Sah wieder hin. Dann sagte er meinen Namen. Nicht laut. Nicht stolz. Sondern gezwungen. Als ich das Feld betrat, hörte ich ein Murmeln. Ein paar überraschte Stimmen. Ich spielte nicht spektakulär. Ich spielte präzise. Jeder Pass saß, jede Bewegung hatte einen Zweck. Nach 20 Minuten fiel das Tor. Nicht durch mich, aber wegen mir. Zur Halbzeit stand es anders als erwartet. Der Trainer sagte nichts zu mir, er musste nicht. In der zweiten Halbzeit wurde es deutlicher. Ich war der Ruhepol, der Fixpunkt. Als das Spiel endete, gewann unsere Mannschaft knapp. Die Scouts blieben. Einer von ihnen sprach zuerst mit mir, der Trainer stand daneben, still. Später, als die Halle leer war, kam er zu mir. »Ich habe dich vielleicht unterschätzt«, sagte er. »Vielleicht.« Ich sah ihn an und antwortete ruhig, »Nein, Sie haben mich genau richtig eingeschätzt, nur nicht fair.« Er schwieg. Ein paar Wochen später wurde die Startaufstellung geändert. Dauerhaft. Der Sohn des Direktors saß plötzlich dort, wo ich einmal gesessen hatte. Er lachte nicht mehr. Und ich grinste nicht. Denn meine Rache war nicht laut, sie war strukturell. Ich hatte ihnen nichts weggenommen. Ich hatte ihnen gezeigt, dass sie ohne mich schlechter waren. Und das ist die Art von Gerechtigkeit, die bleibt.